Zu den wichtigsten Pionieren in der Fahrzeuggeschichte überhaupt gehört DKW. Denn dort in Zschopau hatte ein Däne, der die Firma begründet hat, den Zweitaktmotor erfunden. Das war ein sensationell simples Konzept, gleichzeitig sehr leistungsfähig und deswegen prädestiniert dafür, auch in Motorrädern eingesetzt zu werden. DKW-Motorräder eroberten sich ganz schnell sogar die ganze Welt. Und das war natürlich auch deswegen möglich, weil bis in die 60er Jahre hinein eigentlich die Wettbewerbe für Motorräder ganz häufig auch Erprobungsfahrten für Mensch und Maschine bei Wetter in jedem Gelände waren. Und so eine Geländemaschine, die hast du mitgebracht. Eine DKW Supersport als Geländemotorrad. Und am besten sagst du uns zunächst mal, aus welchem Jahr sie stammt und was ihre Besonderheiten sind. Also wir haben es jetzt hier zu tun mit einer 250er DKW Typ ORS 250, Baujahr 1938. Von diesem Fahrzeug wurden 1938 19 Fahrzeuge, weiß man heute, gebaut und ausgeliefert. Und das ist eine der wenigen Überlebenden. Und dieses Fahrzeug ist sozusagen eine der letzten Entwicklungsstufen von vor dem Kriege, wo in Zschopau die Geländesportmotorräder weiterentwickelt worden sind bzw. neu entwickelt worden sind. Jetzt wollen wir uns mit der Technik dieses Motorrades ein bisschen näher befassen. Also was man ja sofort sieht, es ist nur ein Zylinder sichtbar, aber ich glaube, die Ladepumpe sitzt sogar unten drunter, oder? So ist es. Wir haben hier eine um 180 Grad verdrehte Ladepumpe, die dem 250 Kubikzentimeter Motor zusätzliche Füllung erlaubt und dementsprechend zusätzliche Leistungsausbeute. Aber wir brauchten nur diesen einen Vergaser? Wir brauchten nur diesen einen Vergaser. Der hat in diesem Falle dafür ausgereicht für den einen Zylinderraum. Und was ist dann hier für eine Leistung am Schluss? Also wir haben hier jetzt eine Leistung von ca. 12 PS bei dem Fahrzeug. Im Vergleich eine normale 250 Kubikzentimeter Maschine ohne diese Leistungserhöhung lag damals um die 9 PS von DKW. Also da hat man schon 25%, beziehungsweise in dem Moment 1/3 mehr Leistung rausgeholt. Das sind wunderschöne Details, die man hier sehen kann. Zum Beispiel ein weit aufklappbarer Kotflügel für einen schnellen Radwechsel, aber auch solche Dinge wie ein großes Rad für den Lenkungsdämpfer. Und das wurde teilweise in schwerem Gelände gefahren. Wir können uns diese Vorderradgabel mal anschauen. Man muss sich vorstellen, die Fahrer standen vielfach in den Fußrasten, um die schwierigen Passagen zu fahren. Also vielleicht kannst du einmal demonstrieren, wie das Ganze federt mit dieser Parallelogrammgabel, die sehr leicht ist aus Rohr, gleichzeitig auch sehr stabil. Ja. Wir haben hier eine ganz normale Parallelogrammgabel. Diese Parallelogrammgabel wurde genauso im Straßenrennsport von DKW verwandt. Hier wurde diese lediglich praktisch ergänzt um die Lampenhalterung, die hier praktisch angesetzt worden sind, damit der Scheinwerfer irgendwo sich auch noch bringt. Und hier sieht man das sehr schön. Und an dieser Gabel finden wir eben halt große Einstellflügelmuttern, mit denen ich einstellen kann, wie schnell oder wenig die Gabel eben halt einfedern soll, eben halt wie träge sie reagieren soll oder nicht. Ja, jetzt ist ja das Größte, wie kommt man an ein Motorrad, von dem du selber gesagt hast, es ist nicht mal 20 Mal gebaut worden, da findet man kaum Unterlagen drüber und du hast die wo aufgetrieben? Also dieses Fahrzeug bzw. die Reste davon sind Mitte der 90er Jahre auf einem Veteranenmarkt aufgetaucht. Dort hatte jemand das komplette Fahrgestell dabei mit Tank, Kotflügeln, war aber von Motor und Getriebe und Rädern und Scheinwerfer und allem, was Kleinkram war, befreit, das Fahrzeug. Und der Besitzer wusste, trotz Original-Typenschild, Original-Fahrgestellnummer, die sich auf dem Fahrzeug und dem Typenschild befindet, was alles eben halt Matching Numbers waren, wie man das so schön sagt, nicht, was es für ein Fahrzeug es war. Und hat immer aber gewusst, aufgrund der Hinterradfederung, dass die aus dem Italienischen stammt. Ja, Dennis, das macht die Bremen Classic Motorshow aus. Leute wie du, die erst ein Motorrad finden, was ein anderer nicht identifizieren konnte, dann alle Teile zusammentragen, dann die Unterlagen heraussuchen und schließlich wieder so präsentieren, wie es jetzt ist. Also das ist ein typisches Exponat für die Bremen Classic Motorshow, das Sie diesmal nur online erleben können.